Herzlich willkommen zu einem neuen Emil Frey Car Review. Heute der niegelnagelneue EV4, der Kia EV4, der sich sozusagen zwischen der Kia EV3 und der ebenfalls mega neuen Kia EV5 rein slottet. Es gibt ihn als Hatchback und als Limousine-Version. Wir haben heute den Hatch da und den schauen wir heute mal genauer an. Bevor wir aber ins Video starten, hast du den Kanal schon abonniert? Wenn nein, höchste Eisenbahn und schreib noch in die Kommentare, welches Auto du als nächstes sehen willst. Also zurück zum Video. Vorne haben wir das Kia-typische Tigergesicht mit diesen LED-Scheinwerfern, die hier sehr schöne Zeiten eingeladen sind. Der neue Kia-Badge wieder sehr präsent vorne. Unten haben wir einen Grill mit so Jalousien, die aufgehen, wenn die Batterie entsprechend eine Kühlung braucht. Wir haben auch einen wahnsinnig tiefen CW-Wert, nämlich von 0,27. Das ist extrem tief. Es gibt natürlich noch ganz viele Gründe, wieso der so tief ist. Aber einer davon ist, dass es schon mal kein SUV ist, wo man ja heutzutage fast nur noch sehen im Elektroautobereich. Darum sehr cool, haben wir mal ein kompaktes Elektroauto hier im Review. Und jetzt gehen wir mal auf der Seite schauen. Auf der Seite haben wir eine Auswahl zwischen 17 bis 19 Zöller Felgen. Da haben wir das 19 Zoll Design drauf. Hinten dran geht die Ladeklappe. Das Auto hat eine 400 Volt Ladetechnologie. Nicht wie bei den anderen Kias, bei den grösseren 800 Volt. Es langt aber trotzdem Führung. Wir haben zwei Batteriegrössen, die kleiner mit 400 km Reichweite und die grösser mit 600 km Reichweite. Geladen sind beide von 10 bis 80% in etwa 30 Minuten, also immer noch Führung genug schnell. Für den CW-Wert zusätzlich haben wir noch eingeladene Türgriffe. Bei den Top-Versionen fahren die elektrisch aus, bei der Basisversion nicht. Aber sehr angenehm zum Aufmachen und eben helfen natürlich auch wieder sehr mit der Aerodynamik. Hier in dieser Hatchform, wie man sieht, sind wir 4,43 Meter lang. Wenn man die Limousine hat, wird natürlich flacher enden und ist nochmal 30 cm länger. Zusätzlich haben wir eine Anhängelast bis zu einer Tonne und ein Kofferraumvolumen von 430 bis 1400 Liter. Im Kofferraum haben wir eine schöne Box für die Ladekabel, eine abnehmbare Hutablage, einen doppelten Boden, den man rausnehmen kann. Und da unten noch ganz viel Platz für Warndreieck, Leuchtwesten. Der Rest des Hecks gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Wir haben wieder einen grossen Kia-Badge. Kameras für 360-Grad-Kamera, 7-Jahre Warranty, was ganz stolz draufschreiben. Und dann zu den Lichtern noch. Wir haben wieder Star Map Design, wie wir schon von den anderen Kias kennen. Aber schauen mal die unteren beiden Dioden an. Eigentlich noch cool, dass nur die unteren zwei leuchten, aber ist es nicht echt ein bisschen zu wenig? Ich weiss nicht, ob das dann vielleicht im Dunkeln oder im Nebel vielleicht ein bisschen zu wenig Licht ist für einen Blinker. Dann schauen wir noch wie immer als erstes, wie es hinten ist. Wow, das ist überraschend. Der Sitz ist auf mich eingestellt. Ich habe wirklich mega viel Beifreiheit. Die Türen ist sehr schön verarbeitet mit so dem Piccolo-Design und einem hellen Türgriff. Oben dunkle Materialien. Es fühlt sich alles sehr gut verarbeitet an mit einem minimalistischen Look. Es gibt 3 Ausstattungslinien. Air, Earth und GT-Line. Wir haben die GT-Line Top-Ausstattung, was dann eben auch zu dieser Vollleder-Ausstattung führt, bzw. Kunstleder-Ausstattung führt. In der Mitte die Mittelkonsole mit 2 Cup-Holders, beheizte Sitz hinten und noch eine kleine Luftauslass, die man steuern kann. Wir haben keine Klimasteuerung da hinten, dafür Kia üblich USB-C-Anschluss in den Sitz hinten. Top. Da vorne Platz für ein Heftchen oder so. Kopffreiheit auch nicht schlecht. Es wirkt zwar ein bisschen dunkel da hinten, weil das Panoramadach nur für die vorderen 2 Sitze ist. Aber ich würde sagen, vom Raumgefühl sonst sehr gut. Auch vorne die Türen wieder toll verarbeitet. Unten haben wir ein Cargo-Soundsystem, das top tönt. Da geht Bedienelement für geheizte Sitz, gekühlte Sitz und ein geheiztes Steuerrad. Und Memory-Funktionen für den Fahrersitz. Wirklich sehr schön aufgeräumt, die Tür integriert, gefällt mir sehr gut. Dann werden wir begrüßt von dem, ich würde sagen, minimalistisch, aber top durchdesignten Interior. Es hat nichts Unnötiges, keine unnötigen Materialien, es hat alles irgendwo seinen Platz. Auf dem Steuerrad nur Knöpfe, links zum das Assistenzsystem steuern und so ein bisschen das Driver-Display und rechts das Infotainment und die Lautstärke. Vorne haben wir das 12,3
Zoll Display, in der Mitte haben wir das 12,3 Zoll Display und eigentlich zwischen diesen beiden Bildschirmen haben wir noch ein 5,3 Zoll Display, das nur für Klimasteuerung ist. Die wichtigsten Sachen für die Klimaanlage kann man auch hier unten über Knöpfe steuern, beziehungsweise Temperatur und Modi und so die Geschwindigkeit von der Lüftung oder die Stärke von der Lüftung. Aber wenn man es ein bisschen genauer einstellen will, muss man leider über den Bildschirm gehen, der ein bisschen im Weg ist, habe ich das Gefühl, vom Steuerrad und auch für den Beifahrer wahrscheinlich nicht so cool ist zu bedienen. Aber ich würde sagen, schlussendlich ist es schön integriert in den grossen Balken, den man vor einem hat. Weiter vom Driver-Display auf die Seite, neben Blinker und Scheibenwischersteuerung, hier unten die Gangwahlhebel, Führertrüller für Drive, Drücken für P. Der Autostartknopf ist auch an dem Teil festgemacht. Weiter unten induktive Ladeschale, zusätzlich USB-C-Anschlüsse. Und dann 2 Cupholders und nochmal ganz viel Abstellfläche hier unten. Hier auch nochmal viel Ablagefläche. Zusätzlich noch unter der Mittelkonsole jetzt auch nochmal Platz. Und da sind so ein bisschen Bedienelemente für Kamera, Parksensor und Hill Descent Control. Das ist eigentlich von den Bedienelementen alles, was wir haben. Was wir haben, das Panoramadach, das auch eine Jalousie hat, die man zumachen kann. Sprich, man kann auch das Glasdach selber einen Spalt aufmachen. Das ist doch auch schön, ein bisschen Cabrio-Feeling hier im Herbst. He? In der Top-Ausstattung der GT-Line haben wir die Kunstledersitz mit der Perforierung für die Sitzbelüftung. Gefällt mir sehr gut. Was mir auch gefällt, sind die Mesh-Kopfstützen, die man hat. Die sind wirklich sehr angenehm zum Abstützen. Also von der Sitz her gibt es absolut nichts zu bemängeln. Schauen wir noch kurz das Infotainment an. Das Infotainment bediene ich natürlich klar über Touchscreen. Ich habe da auch so Quick-Funktionen, Home, Map, Search, Media und Setup, wo ich kann drücken um den Rest sozusagen bedienen. Ich kann natürlich durch alles auch durchscrollen. Ich habe meinen Startbildschirm. Dann habe ich eben die ganze Media-Einstellungssachen. Ich kann auch spielen. Ich kann da auch etwas gamen, wenn ich die Kia-App connected habe. Aber Entspannungsmodus ist auch sehr cool. Wenn ich den drücke, dann gehen wir da für 10 Minuten in eine Chill-Position. Ich und der Beifahrer und können sozusagen während dem Laden ein bisschen relaxen. Definitiv ein Kia-uniques Feature. Vor sich haben wir dann wirklich das ultra scharfe Driver-Display, wo ich alle Informationen zum Auto und zu meiner Fahrt habe. Und noch das optionale Head-Up-Display vorne, das noch alle weiteren Informationen mir liefert. Bevor wir aber fahren können, muss ich zuerst ein bisschen aufräumen. Und für das kann ich euch ein weiteres Feature vom EV4 zeigen, nämlich das Vehicle to Load. So, machen wir da ein bisschen sauber. He? Sehr gut. Und bis zu 250 Volt. Der Kia EV4. Grob zusammengefasst sehr bequem, super angenehm darin zu sein, es ist ruhig, es ist alles schön gedämmt, man hört nichts vom Elektromotor. Selbst wenn ich Gas gebe, bleibt es relativ ruhig, es ist kein so ein Surren rum, wo man sonst ein bisschen kennt. Es ist eine angenehme Federung, die Bremsen sind super und die Lenkung ist jetzt nicht wahnsinnig direkt, aber das erwarten wir ja auch nicht von einem Auto von dieser Klasse, das da drin ist. Wir haben 204 PS. Es gibt einen Motor, den man wählen kann. Also ich kann nur eine größere Batterie wählen, sozusagen. PS bleiben die gleichen. Frontantrieb 7,9 Sekunden von 0 auf 100. Das ist jetzt für ein Elektroauto nicht wahnsinnig schnell, aber schlussendlich für die schnellen Beschleunigungsfahrten, die man halt macht, auf einer Autobahn auf oder so, lange Führung. Was ich super finde, sind die verschiedenen Rekuperationsstufen, die das Auto hat. Ich kann das über die Schaltwippe steuern, von Level 1 bis 3. Zusätzlich kann ich noch gedrückt behalten, um in so ein Auto, in den Automodus zu kommen. Auch in so das One-Pedal-Drive rein, wo ich dann sozusagen eigentlich nur noch alles über das Gaspedal steuere. Was fantastisch ist in diesem Auto, ist der Wendekreis. Also der ist wirklich sehr, sehr klein und super wendig. Also wenn ich jetzt mal von 0 auf 50 beschleunigen, sehen wir gerade noch. Und 50. Ja, ist jetzt nicht wahnsinnig schnell, aber ich denke, für die Art von Fahrten, die das Auto benutzt wird, ist das absolut ausreichend. Auch mit dieser Reichweite. Definitiv ein Auto, das man im Alltag super brauchen kann. Ich denke, für den Normalverbraucher heisst das Maximum 2-mal in der Woche laden, wenn überhaupt. Normalerweise fährt der durchschnittliche Schweizer 30 km pro Tag zum Arbeit und zurück. Darum langt das locker. Auch wenn es 50 wären, langt es trotzdem noch für die ganze Arbeitswoche. Was das Auto zusätzlich auszeichnet, ist
das Fahrverhalten, wie einfach es ist, das Auto zu fahren. Es ist definitiv für jemanden, der neu ist im Bereich Elektromobilität, wahnsinnig angenehm zum Umsteigen. Das Auto ist übersichtlich, er hat einen langen Radstand, was dazu führt, dass man relativ schnell weiss, wo das Auto aufhört. Manövrieren ist einfach, auch mit dem Heck sozusagen, hört er relativ gerade nach der hinteren Achse auf. Hilft natürlich enorm, wenn man ein bisschen in der Stadt unterwegs ist, wo es ein bisschen enger ist und man ein bisschen genauer muss schauen muss, wo man durchfährt. Man kann auch auf dieser relativ holprigen Straße, die ich jetzt fahre, sagen, es ist extrem bequem. Ich höre nichts, irgendwelche Rosen in dem Auto, es ist alles top verbaut, es knarzt nichts, das kann man Kia definitiv im Moment. Können Sie sich auf die Fahne schreiben, die Autos, die sie produzieren, sind super hochwertig gemacht. Wir verwenden vielleicht nicht immer die fancysten Materialien, aber das ist ja überhaupt nicht nötig, weil die Materialien, die sie drinnen verbaut haben, die sehen gut aus, die passen ins Design hinein und sind irgendwo durch auch, sag jetzt mal, pflegeleicht. Das ist kein Hochglanzplastik, das die ganze Zeit vertöpelt ist oder so. Es sind wirklich Materialien, die Sinn machen in so einem Auto. Der Verbrauch des Kia EV4 liegt gemäss WLTP zwischen 15 und 16 Kilowattstunden. Das ist relativ gut und on par, würde ich sagen, mit den neuesten Elektroautos, die rausgekommen sind. Der CLA, den wir ja schon mal in einem Review hatten, hat einen ähnlichen Bereich den Verbrauch gehabt. Also von dem her definitiv top of the line. Wie wir es ja schon von Kia kennen und auch schon in anderen Videos erwähnt haben, ist die Technologie da super. Die Assistenzsysteme sind top. Auch so ein bisschen Thema Konnektivität mit ihrer eigenen App. Die Kia-App, die haben wir ja auch schon vorgestellt, ist definitiv ein wichtiger Punkt im Thema Konnektivität. Super toll, was man also über die App machen kann. Man kann das ganze Auto fernsteuern, kühlen, vorheizen und so weiter. Und das spielt einfach ist im gleichen Rahmen wie der Rest der Technologie drin. Es ist wirklich State of the Art und es macht einfach Spass. Es ist ein modernes Auto, das gut funktioniert, angenehm ist zum Fahren, Top-Technologie drin hast und auch noch irgendwo durch ein bisschen Spass macht mit diesen 284 Newtonmeter. Also abschliessend zum Kia EV4. Er ist super bequem, ich finde, er sieht cool aus, er ist sicher mit allen Assistenzsystemen, hat die perfekte Größe. Ja, kurz zusammengefasst, das könnte dein erstes Elektroauto sein, wenn du noch keins hast. Also unbedingt bei einem MV-Händler vorbeigehen, Probe fahren. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder in einem neuen Video auf dem MV YouTube-Kanal. Abonniert und kommentiert, welches Auto ihr als nächstes sehen wollt.